Ach, mit der habe ich ja schon geredet. Bla bla bla. Und hier haben wir einen Rosmarin. Flammensteinsplitter. This village seems much more run down than Helavi's was. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the Abbey's rules or commit a crime, and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, disrupt their precious order, and you get banished? Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of reason. Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that. After the Advent, the exorcist showed up to quell the tide of demons and to restore the human world. But demon blight keeps spreading, and the only places they can keep safe are a few of the bigger cities. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. It's the rational thing to do. I suppose so, but it's too heartless. And that right there, that's the Abbey for you. Humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, chose to live here of our own accord. Guess there are all types of humans out there. The important takeaway here is that exorcists are neither invincible nor infallible. Kupfermünzen, um Secrets freizuschalten. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich wollte mit meinem Freund in der Höhle Teer herstellen. Wir haben 8 Jahre an dem Plan gearbeitet. Nun, Lady Theresa hat uns das gründlich vermasselt. Hat einfach gesagt, dass es unnötig wäre. Und das war's. Warum mischt sich die Abtei in unsere Angelegenheiten ein? Das ist wirklich eine Schande. Ich weiß, dass es frustrierend ist. Aber es ist besser, den Mund zu halten. Ihr wisst ja, wie viel Wert sie auf ihre Ordnung legt. Ja. Süß, der Hund. Okidoki. Dann gehen wir mal da hinten hin. Da ist noch ein Gespräch. Ah, und hier sind noch 2 Kinder. Erzähl niemanden von dem Echsendämon in der Höhle. Ganz doll versprochen. Und wird auch nicht gebrochen, ja? Wenn wir nach Hellerwest gehen, können wir niemandem sagen, dass wir aus diesem Dorf sind, sonst verfolgen die uns. Okay, wow. That's one fine yak you've got there. What an adorable face. You might not want to lean in too close. Why? That is nasty. That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it. Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. Everyone who's raised livestock knows that. I think that point's been driven home. That's a smell I never want to ruminate on myself. Das Dorf hat früher Schwefel verkauft, der aus der Höhle im Norden stammte. Jetzt läuft der Handel stattdessen über Hellerwest und bei uns tut sich so gut wie gar nichts mehr. Wir können nur noch Kohle herstellen und Yaks züchten. Kann ich da hoch? Ah ja, guck mal. Da gibt es noch ein Kraut, einen Safran und eine Kiste. Zwillingsamulett, schön. Ihre Regeln und Befehle ergeben keinen Sinn. Ja, ich habe für mein krankes Kind Medizin gestohlen. Welches Elternteil würde das nicht, wenn sein Kind sich verschmerzen windet und dem Tod nahe ist? Ist das wirklich ein Verbrechen, das mit Verbannung bestraft werden sollte? Ich habe noch genügend. Okay. Hey, eine Katze. Eine Katz. Hallo. Miau. Was kriege ich? Was kriege ich? Nix. Blöde Katze, habe ich mir nichts gegeben. Tja. Überall Loot. Ja, überall liegt hier irgendwas rum, ne? Okay. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Gehe zur Höhle nördlich des Dorfes. Aber ich kann hier wahrscheinlich nicht durch, gell? Nee. Die Kleine hat uns ja gerade verraten, dass da das Monster ist. Also gehen wir da jetzt einfach mal hin. Oh, ich habe da was gesehen. Muskat.
Wait. My granddaughter said she spoke with you. Hey, hold up. It's not like we threatened her or anything. Don't worry, I know. I gather you intend to continue your travels, yes? Then take this. It's nothing fancy, but hopefully it helps. Kochen wurde dem Menü hinzugefügt. Versuche jetzt, diese Option aufzurufen. Durch das Essen von Gerichten werden die KP der Gruppe wiederhergestellt und sie erhält im nächsten Kampf Bonuseffekte. Also der alte Mann hat uns erzählt, dass wir kochen können und deswegen können wir das jetzt. Okay. Das Kochenmenü bietet 3 Optionen. Mit Autokochen kannst du ein Gericht auswählen, das nach dem Kampf automatisch zubereitet wird. Mit Kochen und Essen kannst du sofort ein einzelnes Gericht zubereiten und verspeisen. Unter Fertigkeiten kannst du deine erlangten Kochfertigkeiten einsehen. Beginnen wir mit Kochen und Essen. Das ist das Beste, klar. Kochen und Essen. Indem du Kochen und Essen auswählst, kannst du sofort ein Gericht zubereiten und seine Effekte aktivieren. Stachelschweinwürstchen. Links befindet sich die Liste der Rezepte, die du erlernt hast. Rechts befindet sich Informationen zu jedem Rezept. Die für das ausgewählte Rezept erforderlichen Zutaten werden unten rechts angezeigt. Wenn du die benötigten Zutaten hast, kannst du das Gericht kochen. Versuche zunächst einmal Stachelschweinwürstchen zuzubereiten. Wähle das Rezept aus der Liste aus. Als nächstes wähle den Charakter, der kochen wird, und die anzuwendende Kochfertigkeit. Jeder Charakter hat andere Kochfertigkeiten. Ah ja. Wähle erst einmal Velvets Fähigkeit Betäubung -10. Ja. It's nothing special. Ist halt toll, wenn die kochen soll, die keinen Geschmack mehr hat, ne? Das Gericht ist fertig. Du profitierst nun von seinen Bonuseffekten und der Charakter, der es gekocht hat, erhält Kocherfahrungspunkte. Sobald ein Charakter genug Kocherf angesammelt hat, steigt sein Kochlöffel und er erhält zusätzliche Kochfertigkeiten. Der Kochlöffel jedes Charakters wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Als nächstes sehen wir uns die Option Autokochen an. Bitte wähle sie aus dem unten stehenden Menü aus. Die Effekte jedes Gerichts erhalten nur einen Kampf lang an. Das heißt, in weiteren Kämpfen wirst du nicht davon profitieren. Durch Autokochen wird für deine Gruppe nach jedem Kampf automatisch ein Gericht zubereitet. Allerdings brauchst du dafür auch weiterhin die erforderlichen Zutaten. Die Option Autokochen funktioniert auf die gleiche Weise wie das normale Zubereiten eines Gerichts. Wenn du dich auf der Karte befindest, wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Rezept noch automatisch zubereitet werden kann. Fehlen die nötigen Zutaten, wird hier keine Zahl angezeigt und es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. In diesem Fall musst du deinen Vorrat an Zutaten aufstocken oder ein anderes Rezept auswählen. Nutze die Möglichkeit, Gerichte zu kochen bei deinen Abenteuern zu deinem Vorteil. Ah, now that hit the spot. Hey, Velvet, can I ask you a question? You can do whatever you want, but just because you ask doesn't mean you're getting an answer. So, about that whole apple thing, you can't taste anything? Not entirely. I can taste blood. Nothing else? Nothing. And I don't think I can feel full either. You don't think? You talk like you've never had a good meal before. I haven't. Not normal food, at least. Not since I became a demon. So, what have you been eating? Please. You were in that prison with me. I'm sorry. Forget it. This is just what I am now. As long as I have a recipe, I can still cook. And now I don't even have to worry about how it tastes. I suppose. Food keeps my strength up. That's all I care about. Okay. Aber das nächste Mal können wir ja auch ihn kochen lassen, Akuma. Weil du gerade sagst, klar, die Frau kocht, was für ein Klischee. Ja. Ist aber, glaube ich, öfter so in so die Sorte Spiele, gerade die aus Japan kommt. Da sind häufig Klischees drin. Zumindest, was ich bisher gespielt habe, war, ja doch, da waren immer Klischees drin. Aber hey, das nächste Mal wählen wir den Mann aus, dann darf er mal kochen. Oh yeah, the guy at that weapon shop gave me some booze for the trip. I nearly forgot about Da it. wird er den You Fusel really gucken. think it's a good idea to drink when we've got demons to fight? A little drink'll warm me up. I thought you couldn't feel the cold. That's true, I suppose. Well, I'm not drinking it anyway. I'm using it for something.
Like what? Aha. Got some wounds to clean? That's one use for it, sure. But I've got something more practical in mind. By pouring it on the pegs that hold the blade and hilt together, the wood will swell and hold everything firmly in place in battle. You've got such a one-track mind, I swear. That's just the kind of demon I am. Alles klar. Gehen wir raus. Wer kocht denn jetzt eigentlich automatisch? Moment. Kochen. Autokochen. Nach dem Kampf essen, ja. Mir fällt aber auch gerade noch ein Spiel ein. Ja, Männer an den Herd. Feels amazing, man. Bei Tales of Symphonia, da ist der Protagonist. Also heute kann ich überhaupt nicht mehr reden. Protagonist, ein Mann. Und da ist es so, dass er zuerst kocht, soviel ich weiß. Und bei Vesperia auch. Also ich glaube, es ist gar nicht... Es kommt, glaube ich, immer drauf an, wer die Hauptfigur ist einfach. Ist ja eigentlich auch egal. Sagen wir einfach, er soll kochen mit Verbrennung minus 40. Autokochen, ja. Ich bin ein wahrer Virtuose, sagt er. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Speichern. Und hier rein, oder? Ja. Schaut gut aus. Oh, cool. Das erinnert mich voll an die Superman-Höhle. Mit diesen ganzen Steinen. Ich gehe einfach mal da lang. So viele Schlangen oder was auch immer das ist. Ich will erst mal gucken, ob ich hier richtig bin. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, ehrlich gesagt. Aber hier ist eine Kiste, das ist gut. Da bin ich immer richtig, wo eine Kiste ist. Oh, gleich 3 von diesen Kugeln. Oh, ein großer Stein. I think we might be able to break this boulder. And people say I'm foolhardy. I'm serious. I think we can do it. Are we not demons? You have a point. Du kannst riesige Felsbrocken zerstören, indem du auf A drückst. Wenn du Felsbrocken zerstörst, können sich neue Wege öffnen. Zerstöre Felsbrocken erscheinen nicht noch einmal. Zerstöre sie also lieber, sobald du auf einen triffst. Aha. Ugh. What's that smell? Oil? Ich glaube, ich habe nicht genug, oder? 25, nee. Mist. Da steht auch, ich kann jetzt 7 Mal diese Würstchen machen. Was war das? Ach, hier ist das Öl. Da kann ich nicht durch. Okay. Aber die Katzkiste ist jetzt eingezeichnet. Das ist sehr gut. Ah ja. Das ist schon ein bisschen eklig, das Geräusch. Ah! Hilfe! Lasst mich in Ruhe. Hui! Ich habe sie echt abgehangen. Ich muss aber jetzt auch mal wieder kämpfen. Es macht nur echt Spaß. So it was tar we were smelling. Watch your step. You Ah. won't get out if you get stuck. Denen auszuweichen. Über Hindernisse springen. Manchmal scheint ein Weg blockiert zu sein, aber es gibt Fußblöcke, mit Hilfe derer du das Hindernis überwinden kannst, wenn du A drückst. Allerdings gibt es diese Fußblöcke nicht überall oder die Abstände zwischen ihnen sind zum Hinüberspringen zu groß. Okay. Das war auch selbsterklärend, da hätte ich jetzt keinen Text für gebraucht, aber okay. Nee, warte. Okay. Ach, jetzt hilft der mir mit. Guck mal. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr alleine im Kampf. Das ist natürlich ganz cool.
Die halten echt gut was aus. Oh, cool. Der Wirbelwind hat mir gefallen. Den muss ich nochmal machen. Just wait until I pull out the good stuff. Du kannst KP wiederherstellen. Wann endet denn dieses Tutorial? Indem du Apfelgelees konsumierst und Heilungsart verwendest. Um jedoch K.O. geschlagene Gegner wiederzubeleben, benötigst du Tränke des Lebens oder Spezialarts wie Auferstehung. Am Ende eines Kampfes wird jeder K.O. geschlagene Charakter automatisch mit einem KP wiederbelebt. Die Anzahl an vorhandenen Seelen beeinflusst viele Dinge, je mehr Seelen ein Charakter hat. Desto mehr Schaden werden Gegner verursachen. Desto höher sind die Chancen, dass Gegner Statuseffekte verursachen. Desto geringer sind die Chancen, Statuseffekte bei Gegnern zu verursachen. Okay, Seelen können nach erfolgreichen, schnellen Schritten auftauchen oder wenn ein Charakter K.O. geschlagen wurde, du kannst sie sammeln, um deine Anzahl an Seelen zu steigern. Durch Drücken von LT oder RT im Hauptkampfmenü kannst du den aktiven Charakter wechseln. Während des Kampfes kannst du LB minus plus links, rechts drücken, um den Charakter sofort zu wechseln. Aber ich habe ja eh nur 2. Hat gegessen. Hui. You know what they say? Falling off a rock only makes us stronger. I don't think that's quite how the saying goes. Felsbrocken rollen. Es gibt aber auch für alles ein Tutorial. Ich habe es doch schon gemacht. Wenn es nichts gibt, das als Fußblock dient, um einen Abgrund zu überqueren, dann liegt vielleicht ein Felsbrocken in der Nähe, den du dorthin rollen kannst, um weiterzugehen. Wenn du einen Felsbrocken findest, der aussieht, als könnte man ihn rollen, dann drück auf A, um ihn zu untersuchen und du findest vielleicht einen neuen Weg. I'm going to jump. Don't fall and crack your skull. Das ist lustig, der redet mit einem Dämonen, ja? Fall nicht runter, pass auf dich auf, nicht, dass du dir das Genick brichst. Husch, huschi. Mein armes Heuschilein. Oh, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee. Der sieht ja interessant aus. Kiste! Ah, gut. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Von da komme ich, Moment. Andersrum. You're a fine swordsman. Not as far as I'm concerned. I still have a long way to go. What sort of demon are you? A yaksha. I'm a war demon. A war demon. Makes sense. And what about you? You're awfully peculiar, even for a demon. I'm a Therian. Therian? That's a new one for me. What sort of demon is that? A monster that feeds on foes to gain power. I don't know much beyond that. Huh. A woman who devours her enemies. I bet your demon type is hag. Am I right? What? Whoa. You've got the death glares down at least. Die alte Hexe. Sehr gut. What sword style do you use? Who taught you? I'm self-taught. For being self-taught, you're really good. Your fundamentals are solid too. But then you suddenly throw out these kicks and all these other moves. It's really unusual. Like I said, it's my own style. And what about you, huh? What's with those 2 swords? You say that big one is your life, yet you never even draw it. It's best that I don't. Huh? Is that part of what you learned at House Urangetsu? Yeah, we pay our debts. That's the foundation of everything we do. I don't get it.
Erstmal das ganze Zeug wieder einsammeln. Und ich habe das Gefühl, wir kommen da vorne schon wieder aus der Höhle raus. Kann das sein? Oder da kommt dann gleich der Oberbösewicht. Der böse, fiese Oberschurke. Hier komme ich nicht rüber, ne? Das ist jetzt die andere Seite gewesen von vorhin, wo wir schon nicht rübergekommen sind. Ich hoffe, ich kann es mit dem Dämon überhaupt aufnehmen. Jetzt hätten wir genug Katzenbällchen. Hallo, Xinhui 184. Hab ich das richtig ausgesprochen? You won't get any pity or compassion from me. Eine Bernsteinklinge haben wir erhalten. Und wir haben gegessen. Das ist immer sehr wichtig. Ich habe heute bisher nur eine Honigsemme gegessen. Kann man das Geschrei beim Kämpfen auch ausmachen? Ich glaube, nur das Geschrei kann man nicht ausmachen. Wenn, dann kann ich halt das ganze die ganzen Effekte, die Musik und alles halt zusammen etwas leiser machen. Ich habe es schon ein bisschen leiser gemacht. Das ist immer noch zu laut. Oder stören euch nur die Geschreie, dass die immer so laut sind? Heia! Bin ich jetzt richtig gegangen? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin wieder zurückgegangen vor lauter... Hui. Das ist sowas auch, wenn ich kämpfe, dann, was? Nee? Ah ja, da vorne ist ja auch der Stern, dass ich da hin soll. Guck an. Ja, wenn ich kämpfe, dann verliere ich meine Orientierung. Dann stehe ich anders da als vorher und dann renne ich immer geradeaus weiter. Das hat sich gerade komisch angehört. So. You said you can't taste anything. How is your sense of smell? Why do you ask? Those two senses work together. You know, like how if you pinch your nose while you eat, the flavor goes away? If anything, I think my sense of smell has improved. What about you? All my senses are sharper now. Still, being able to smell but not taste. You said Eutherians eat demons, right? Not what I'd call a pleasant diet. Look who's talking. What do you eat? I drink, mostly. That doesn't sound pleasant either. Nonsense. There's nothing with more depth and variety. Every ingredient, every process. Rich, complex flavor dancing across the tongue. The mellow aroma exhilarating the nose. But what would a child know of such things? Whatever. The only downside is, now that I'm a demon, the stuff goes to my head faster than before, too. Now that you're a demon, huh? Okay. Was schreibt ihr? Will da vielleicht jemand das Geschreie durch Gestöhne austauschen? Eieiei.